Schönen guten Tag, heute geht es ums Thema Wundphasen richtig einschätzen. Bei chronischen Wunden vor allem, aber auch akute Wunden heilen in 3 Phasen ab. Das heißt, jede Wunde durchläuft diese Phasen. Bei akuten Wunden oder Bagatellverletzungen ist es nicht ganz so wichtig, die Phase richtig einzuschätzen. Da gibt es Verbände, die man in Drogeriemärkten oder Apotheken kaufen kann. Bei chronischen Wunden, chronische Wunden sind Wunden, die länger als 4 Wochen dauern schon. Die erfordern dann andere Maßnahmen und genauere Dokumentation und eventuell auch Spezialisten, die man hinzuziehen kann. Aber sie brauchen andere Verbandstoffe. Diese Wundphasen sind, also die Wundheilung läuft immer in diesen Wundphasen ab. Das sind in der Regel 3, die durchschnittlich über 3 Wochen gehen. Die erste Phase ist die Phase, wo die Wunde viel Flüssigkeit absondert, nennt man Exudationsphase. Da brauche ich Verbände, die viel Feuchtigkeit aufnehmen können. Da ist das Verkleben nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass sie gut gereinigt ist. Aber diese Phase dauert in der Regel so 3 bis 4 Tage. Dann kommt die nächste Phase, wo der Körper neues Gewebe bildet, nennt man Granulationsphase. Da wird diese Wunde aufgefüllt mit neuem frischen Gewebe. Das schaut so aus wie eine Himbeere, blutet auch leichter, hat aber auch weniger Feuchtigkeit, also die Wunde ist weniger nass. Da ist die Gefahr des Verklebens schon da. Das heißt, wenn ich einen Verband wähle, der zu viel Feuchtigkeit aufnimmt und im schlechtesten Fall mit der Wunde verklebt und ich beim Verbandwechsel frisches Gewebe wieder entferne, dann fängt die Wunde zu bluten an und es fängt die ganze Wundheilung wieder bei Null an. Und so kann aus einer normalen, klassischen Wunde auch eine chronische Wunde werden. Das heißt, diese Phasen richtig einschätzen und eventuell auch zu dokumentieren, ist ein Vorteil und verkürzt auch die Behandlungsdauer. Die letzte Phase, diese Granulationsphase, dauert circa 10 Tage. Die letzte Phase ist dann die Epithelisierungsphase, wo vom Rand her die letzte Hautschicht hineinwächst. Und diese Phase dauert ca. 14 Tage. Was interessant ist, dass diese Phasen überlappend beginnen. Das heißt, während der Exudationsphase, wo Flüssigkeit da ist, beginnt schon Granulationsgewebe zu wachsen. Und deswegen laufen diese Phasen überlappend ab. In der letzten Phase, in der Epithelisierungsphase, ist die Wunde schon viel trockener, im Idealfall auch nicht mehr belegt. Und vom Rand her wächst das Epithel hinein. Auch deswegen ist es hier wichtig, nur bei Bedarf oder wenn Sie es wollen, Wundrandschutz zu machen, weil ja der Wundrand in der Epithelisierungsphase nicht mehr optisch ganz am Rand ist, sondern in der Wunde schon, weil das Epithel schon hineinwächst. Da ist es halt ganz wichtig, dass Sie Verbände verwenden, die nicht so stark kleben oder nicht so viel Flüssigkeit aufnehmen, dass dieses Epithel, was hineinwächst, beim Verbandwechsel am Verband kleben bleibt oder wenn der Verband zu dicht ist, wieder wegschwimmt. Und so kann, wie schon erwähnt, bei der falschen Wundphase bzw. falschen Verband für die Wundphase die Dauer der Wundheilung deutlich verzögert werden. Im schlimmsten Fall kann das mehrere Wochen, manchmal auch Monate dauern. Das heißt, Wundphasen richtig einschätzen. Es gibt 3 Phasen: Exudationsphase, Granulationsphase und Epithelisierungsphase. Und chronische Wunden erfordern dann auch die passenden Verbandstoffe bzw. Wundfüller und die richtigen Sekundärverbände. Das war's von mir. Beim nächsten Video werde ich Ihnen auch den Wundrandschutz erklären. Vergessen Sie nicht, die Glocke anzuklicken, dass Sie immer am neuesten Stand sind. Und auch nicht vergessen, das Loch im Bein muss nicht sein. Schönen Tag. Und jetzt abonnieren.